Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich habe heute mal was ganz anderes für euch, nämlich so ein kleines Buch hier. Das habe ich nett dekoriert. Innen drin ist es kariert, aber nö, man sieht es nicht so wirklich. Die gibt es auch von Stampin' Up. Und das ist wieder sowas, was oft übersehen wird, wie ihr wisst. Da habe ich ja immer so einen Kieker drauf, dass ich dann auch mal Sachen vorstelle, die ihr vielleicht nicht so entdeckt im Katalog. Und zwar ist das im Frühlingskatalog. Ja, da ist die Seite. Der ist jetzt noch bis zum 2. Juni gültig. Und hier auf Seite 25 ist dieses Buch zu finden. Hier steht sogar die Größe, das ist 12,7 mal 21 cm und kostet 4,95 €. Ich finde das total schön, weil es hat halt diese, ja, fast so wie dieser sandfarbene Farbkarton, diese Struktur und Farbe. Darauf kann man super stempeln und man kann es halt schön verzieren. Entweder für sich verwenden oder halt auch mal verschenken. Ich habe jetzt hier für dich draufstehen, weil ich das verschenken werde. Man könnte zum Beispiel auch Notizen oder Skizzen oder was auch immer draufschreiben. Ja, wie das funktioniert, möchte ich euch heute zeigen. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass der bzw. die Schmetterlinge wieder da sind. Die waren ja jetzt lange Zeit nicht lieferbar. Jetzt sind sie aber wieder da. Und zwar zeige ich es euch nochmal. Das ist dieses Stempelset hier, schmetterlingsgroß. Und dazu die passenden Framelits. Ich habe jetzt hier den großen verwendet. Und das sind 3 im Set. Da ist noch ein mittlerer bei und hier der kleine, der passt zu diesem Stempel. Entweder kauft man sich das hier im Paket, das Stempelset und die 3 Framelits, dann ist es 15% günstiger oder jeweils die beiden Sachen einzeln. Da ich weiß, dass einige von euch drauf gewartet haben, sage ich es jetzt nochmal dazu. Also das ist jetzt wieder bestellbar. Und da habe ich mir gedacht, verwende ich den heute auch mal gleich. Ja, ich fange einfach mal an mit dem Buch, mit dem Bestempeln vom Buch. So kommt das also an. Das ist einmal so in Folie eingeschweißt. Man könnte theoretisch auch noch was auf der Rückseite machen. Habe ich aber jetzt in meinem Fall nicht. Man kann auch, wenn man es verschenkt, vielleicht hier noch einen kleinen Gruß reinschreiben. So, bestempelt habe ich das mit dieser Blumenranke hier. Das ist auch ein Set aus dem Frühlingskatalog. Frohe Osterbotschaft heißt das. So. Nerds. Acrylblöcke fehlen. Ich komme gleich wieder. Gibt es von mir eigentlich ein Video, wo ich nichts suche? Nee, oder? So. So, dann packe ich mir das hier auf den Block. Ich habe jetzt hier die Tinte Flüsterweiß genommen. Ihr könnt auch StazOn verwenden, aber ich finde mal auf Papier das Flüsterweiß schöner. Und da habe ich mir einen hier unten hingesetzt. Und ein Stück davon nochmal hier oben. Wenn ihr das jetzt sauber macht und ihr habt diese Schrubbbox hier von Stampin' Up, dann wischt es vorher noch mal ein bisschen mit einem Zewa ab, sonst habt ihr diese ganze Matte da drin weiß. Ich mache das jetzt mal später sauber. So, und dann habe ich hier ein Band, das ist auch aus dem Frühlingskatalog. Ich habe heute irgendwie alles aus dem Frühlingskatalog. Das ist ein Juteband. Das schneide ich mir mal ungefähr passgenau zurecht. Das habe ich jetzt hier mit diesem Flinkfix angeklebt. Das geht eigentlich ganz gut. Es gibt mal Ecken, wo es so ein bisschen hängen bleibt, aber das macht ja nichts. So.
Und dann klebe ich jetzt hier Washi-Tape drauf. Das klebt ja eigentlich von selber, aber weil ich nicht will, dass es abgeht, mache ich jetzt hier auch nochmal eine Bahn hin. Dann kann ich nämlich hier mein Washi-Tape fixieren. Wenn ihr kein Washi-Tape habt, könnt ihr da natürlich auch irgendwie ein Designerpapier oder sowas verwenden. Aber ich muss mal ein bisschen von dem Tape aufbrauchen. Ich habe da so viel von. Man benutzt ja dann irgendwie doch immer nur die gleichen Sachen. Also muss das jetzt herhalten. So, nicht nur damit es besser hält, sondern weil ich auch diese Optik total süß finde, tacker ich das jetzt hier auf der Seite. Das ist dieser Tacker hier, der diese kleinen Nadeln macht. Kann man das erkennen? Ja. Und damit das hier am Ende wirklich nicht abgeht, gerade dieses Washi-Tape, mache ich da nochmal einen Glue dorthin. So, und dann habt ihr das halt wirklich schön fixiert. Den Schmetterling habe ich mir jetzt schon ausgestanzt. Falls ihr da Probleme mit habt, das kommt leider manchmal vor, dann versucht es mal, dass ihr, also wenn das meine Hand jetzt die Acrylplatte ist, dass ihr das so durch die Big Shot kurbelt, quasi von Flügel zu Flügel. Das ist eigentlich immer so der beste Tipp, den ich geben kann, denn dann funktioniert es sehr gut. Legt euch noch eine Lage Farbkarton drauf und kurbelt es zweimal durch, dann sollte es eigentlich funktionieren. Der ist halt sehr filigran und je nachdem wie eure Big Shot eingestellt ist, kann es sein, dass es manchmal nicht so gut klappt. So, und dann möchte ich da noch so ein bisschen Leinenfaden drunter setzen. Da lege ich mir das einfach so ein bisschen in Schleifen. Und klebt das unter den Schmetterling. So ein bisschen, als wären es auch die Antennen. Und den Schmetterling an sich, den klebe ich mit einem Dimensional fest. Hier in der Mitte vom Schmetterling, da gibt es so eine Ecke, wo genau so ein Dimensional drunter passt. Und einer davon sollte eigentlich reichen. Die halten nämlich sehr gut. So, und dann habe ich noch ein bisschen Deko gemacht mit Blümchen. Wo ist denn mein Weiß? Da. Da habe ich ja euch beim letzten Mal schon den Trick gezeigt, wenn ihr bestimmte Farbkarton nicht habt, dann könnt ihr einfach das Stempelkissen nehmen und hier unten euch mal so eine kleine Ecke ja, quasi bunt tupfen. Und dann habe ich hier dieses Stempelset genommen, was ich eben schon gezeigt habe, und habe dieses Gitter verwendet, um einfach so ein bisschen Struktur noch auf das Rosa hier zu bringen. Das ist übrigens Kirschblüte. Wo ist er hin? Da hängt der unter diesem Koffer hier fest, seht ihr? Immer gut auf die Stempel aufpassen. So, weg war er. Das mache ich jetzt im Brombeermus. Das ist jetzt die gleiche Farbe, wie der Schmetterling hier hat. Und da stempel ich mir dieses Gitter einfach hier unten drauf. Das sieht dann so aus. Und da stanze ich mir jetzt die Blumen draus aus. So. Die klebe ich auch mit Glue Dots fest. Das hält immer am besten.
habe jetzt 4 Stück genommen. Und ich setze auch einen auf den Schmetterling. So, und dann setze ich in die Blümchen noch einen Strassstein. Da nehme ich jetzt mal die mittleren. So, und entweder könnt ihr jetzt diesen großen Drehstempel hier nehmen. Drehstempel Alphabet heißt der. Damit kann man sich halt hier alles zurechtdrehen, was man möchte. Der hat das ganze Alphabet und so ein paar Symbole drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel Notizen oder sowas stempeln möchte und man hat das nicht als Stempel. Ich habe aber das Set hier genommen. Das hat jede Menge Wörter mit drin, die man kombinieren kann. Also die sind halt hier alle einzeln und dann kann man die sich aneinander reihen. Und ich mache jetzt auch nochmal für dich. Ich habe mir das Für und das Dich hier schon auf den Block geklebt. Da müsst ihr halt so ein bisschen drauf achten, dass das dann gerade ist. Ich habe hier schon mal einmal ausprobiert, da war das Für ein bisschen höher wie das Dich. Deswegen macht man das dann einfach nochmal ab und richtet es neu aus. Und das stempel ich auch in Brombeermus, so wie der Schmetterling. Und am besten setzt ihr das irgendwo an einer schon geraden Ecke an. Dann könnt ihr das nämlich ganz einfach mit der Schere ausschneiden. Dann müsst ihr nur noch hier oben lang. Ja, ich habe das schon mal ausgeschnitten, wie so ein kleines Fähnchen. Wer da irgendwie einen passenden Framelit oder eine Stanze hat, kann das natürlich auch ausstanzen. So, und das biege ich mir so ein bisschen, damit es so ein bisschen Schwung kriegt. Schneide mir ein Dimensional durch. Und dann fand ich den schönsten Platz mitten auf den Schmetterling. Jetzt habe ich natürlich hier meine Blume überklebt. Cludots! Da sind sie. Setzen wir das einfach ein bisschen höher, so. Und dann passt's. Ja, und dann habt ihr ein nett dekoriertes Buch, vielleicht auch zum Muttertag für die Mama oder für eine Freundin oder wie auch immer. Oder für euch, man kann sicher auch mal was Gutes tun, ne? Nicht immer nur an die anderen denken, auch mal an sich denken. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis dann, macht's gut. Tschüss. I can't go,